Wenn du Rückenschmerzen hast, wie so viele andere auch, dann bist du hier genau richtig. Denn ich zeige dir 2 Liebschaum-Prachtübungen, mit denen du gute Chancen hast, da rauszukommen. Und René ist wieder dabei, damit du es gut nachvollziehen kannst. Wir machen diese Übung in Mitmachlänge. Ich erkläre es dem René, gleich auch für dich. Mach direkt mit, nutz die Gelegenheit. Ich frage für dich nach, mach dir keine Gedanken. René, bitte stell dich mal schräg, seitlich zur Kamera. Jetzt geht es um Folgendes. Jetzt stellst du bitte einen Fuß, den rechten, René. Den rechten? Ja, einen halben Schritt zurück. Ja. Nimmst die rechte Hand aufs rechte Gesäß. Auf den Po. Und die linke Hand hier auf den Bauchnabel. Und jetzt geht es um Folgendes. Jetzt schiebst du die rechte Leiste vor und drückst den Bauchnabel zurück. Und das machst du jetzt, und du zu Hause machst gleich mit, bitte. Das machst du jetzt. Stopp, ich schiebe nur die rechte Hüfte vor. Das heißt, links bewegt sich nichts, sondern ich habe... Links bleibt unbeachtet und rechts schiebst du vor. Kippe ich oder schiebe ich? Du schiebst hier vor, ja, und du kippst oben drüber mit dem Bauchnabel zurück, bis hier vorne in dem Bereich. Merke ich. Ganz genau. Und jetzt geht die Übung los. Jetzt geht die Übung los und jetzt geht es darum, dass du genau diesen Dehnungsschmerz, den du hier vorne spürst, dass du den immer ein bisschen steigerst. Der muss immer noch positiv sein, immer im grünen Bereich bleiben sozusagen. Schön atmen, auch bequem stehen. Und einfach jetzt dem Gewebe, den Muskeln, den Faszien die Gelegenheit lassen, nachzugeben, weil das soll ja geschmeidig werden. Ja, wir gehen jetzt auf den Hüftbeuger, der beim Sitzen immer so verkürzt. Den dehnen wir damit auf der rechten Seite jetzt schön auf. Dass er die Ruhe lässt, weil wir halten den für die Hauptursache für Rückenschmerzen im unteren Bereich. Ja, immer schön weiter nach vorne gehen. Muss ich und zieh richtig auch den Bauch ein, René. Zieh ihn richtig ein. Was ist denn mit den Beinen? Muss ich das gerade lassen? Da unten wahrscheinlich schon, ne? Relativ gerade, relativ gerade. Darf auch ein bisschen gebeugt sein. Wichtig ist, dass hier dieser Leistendehnungsschmerz, dass der ausgelöst wird, weil der zeigt, dass wir an dem richtigen Ende ziehen. Wie gesagt, muss positiv sein. Schön weiter reindehnen. Und jetzt fangen wir an. Jetzt probier mal mit deinem rechten Fuß, der ja fest am Boden klebt, versuch den mal nach vorne zu ziehen. Und dann merkst du, dass das Ziehen hier... Also ich hebe nicht ab, meinst du? Nein, du bleibst genau wie du bist. Ja. Aber du gibst eine Kraft in das Bein, die möchte den Fuß nach vorne ziehen. Ah, verstehe. Oh ja. Merkst du das? Ja. Ihr merkt es auch. Genau das bitte anspannen. Dann lässt du locker und gehst ein bisschen weiter in die Dehnung. Aber dein Gesicht zeigt mir, du bist schon an der Grenze. Ich glaube, nicht übertreiben. Ja. Weiter in die Dehnung heißt Hüfte ein bisschen weiter nach vorne. Und Bauchnabel und Bauch weiter zurück. Genau. Aber du musst noch lächeln können. Ja, du musst lächeln können, damit es nicht zu heftig wird. Und nochmal den Fuß nach vorne ziehen. Fuß nach vorne ziehen. Da lächle ich nicht mehr, Roland. Dann ist es zu viel. Immer schön unter der nicht mehr lächeln können Grenze bleiben. Ja? Und dann gehst du langsam wieder raus. Intensiv, gell? Ja. Okay. Mach mal so ein bisschen, beweg mal deine Beine ein bisschen, dass sich alles ein bisschen lockert. Und jetzt gehen wir mal mit der anderen Seite, dort zur Kamera. Und jetzt gehst du links zurück. Links zurück. Linke Hand aufs Gesäß, und rechte Hand auf den Bauchnabel und jetzt wieder das Gleiche. Die Leiste vorschieben. Merkst du schon die Dehnung? Okay. Oh Gott. Jetzt geht die Dehnung los. Schön weiter rein. Ich unterstütze, indem ich einfach mein Po da so ein bisschen reindrücke, oder? Ja, du schiebst praktisch dein Gesäß nach vorne. Gesäß, Entschuldigung. Ja, egal. Wir wissen ja, was gemeint ist. Und nehmen mit der Hand den Bauch zurück, sodass du praktisch in Hüftgelenksachse abknickst. Weil dann bedeutet das, dass der Hüftbeuger länger werden muss, um die Bewegung noch zuzulassen. Und das halten wir für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, um die Rückenschmerzen zu eliminieren oder zumindest zu mindern. Ja? Immer weiter nach hinten gehen, schön atmen, tief ein, tief aus.
Wann fange ich jetzt an mit diesem Abheben, was du vorhin gesagt hast? Mache ich das gleich am Anfang? Nee. Was für ein Abheben? Mit dem rechten Bein dann nach vorne. Das ist kein Abheben, das Anspannen meinst du? Ja. Ich habe jetzt wieder Nach Abheben ungefähr einer gesagt. Minute. Ah, Du machst okay. einfach mit. Du machst einfach mit. Ich sag's ja an. Ja? Gerade noch gut erträglich, gerade noch Wohlfühlschmerz. Dein Gesicht ist ein bisschen zu angespannt. Weil Mach mal ich ein schon bisschen mehr wie weniger, eine ne? Minute mache, Roland. Ja, aber dann, nee, die Zeit ist egal. Dann geh ein bisschen raus und dann Okay. entlasse das ein bisschen. So. In der richtigen Intensität kannst du so eine Übung auch eine Stunde machen. Ja? Wenn es zu doll ist, geht's nicht. Und deswegen ist es ein Zeichen. Wenn du zu früh aus der Übung raus musst, dann war die Intensität zu hoch. Das ist ein gutes zum Nachvollziehen, weißt du? Ja. So, und jetzt versuchst du, mit dem linken Fuß wieder nach vorne zu ziehen. Nee, das Boah. ist zu angestrengt. Das merke ich schon. Ja. Das ist zu angestrengt. Wenn du dich ähnlich anstrengst wie der René, die Atmung ist schon ein bisschen gepresster, ist zu viel. Mach ein bisschen weniger, geh ein bisschen raus aus der Dehnung. Jawohl. Dann fühlst du dich gleich wohler. Und dann geht es wieder weiter. Linken Fuß nach vorne ziehen. Nochmal nach vorne ziehen. Lächeln. Weil das Lächeln ist ein wichtiger Parameter. Wenn das noch möglich ist, kann es nicht zu viel sein. Ja, muss ein richtig herzliches Lächeln sein. Und wieder entspannen. Und jetzt lauf mal einfach so ein bisschen hin und her. 2 Schritte darüber. Ja. Dann umkehren hier zur Wand. Fühl mal rein. Das ist super intensiv. Aber, Ja, also aber- man merkt halt auch, dass man was gemacht hat. Ne? Also wirklich gut, dass du es auch ein bisschen übertrieben hast, weil ganz so intensiv, wie René das gezeigt hat, darfst du nicht machen. Bleib lieber ein bisschen weiter unten noch. Weil immer dran denken, regelmäßig diese Übung macht man nur dann, wenn es zwar ein bisschen quält, aber noch positiv quält. Wenn es negativ ist, wie das bei dir eben ein bisschen war, ja, dann verliert man Lust daran und macht es nicht. Tu dir das nicht an. Ja? Das stimmt. Jetzt machen wir gleich noch die nächste Übung. Und die machen wir auf der Matte oder auf einem dickeren Teppichboden, der ein bisschen weich ist. Ja? Setz dich bitte hin wie René und jetzt stell einfach mal die Beine hoch und mach die Knie auf 90 Grad. Oh ja. Genau. Und dann lass die Beine locker auseinanderfallen und die Fußsohlen gegeneinander. So. Und jetzt greifst du praktisch vorne zur Fußspitze. Mit beiden Und das ist erstmal der Versuch jetzt. Kommst du überhaupt dran? Wenn du nicht dran kommst, müsstest du eventuell die Schlaufe oder ein Handtuch nehmen und deine Arme ein bisschen verlängern dann. Wenn du dran kommst, dann greifst du und fühlst mal rein. Wenn das sehr locker ist, dann wanderst du auf dem Gesäß ein bisschen zurück. Ja? Nicht zu viel Schwung, schön langsam zurück und gehst so weit zurück, bis du merkst, jetzt beginnt die Spannung. Und dann geht die Übung erst los. Vorher gehst du in die Position, dass du die Übung gut machen kannst. Bei mir würde das jetzt hier spannen, ist das richtig? Das kann da spannen, das kann auch vor allen Dingen im Rücken spannen, in diesem ganzen Bereich. Zieh dich mal nach vorne immer mehr. Mit geradem Rücken nehme ich an. Nein, Nein? nein. Du kannst den Rücken, kannst du runden, vor allen Dingen hier. Also hier oben brauchst du nicht so sehr der Mühe zu geben, den zu runden, weil es geht hier unten um diese Position. Und da sollte jetzt die Spannung entstehen. Ja. Fühlst du das auch? Ja. Okay. Und jetzt atme dich rein. Tief einatmen und im Ausatmen, wenn die Muskeln in der Spannung nachlassen, dann noch ein bisschen weiter reinziehen. Und das machen wir erstmal einen ganzen Moment. Ich muss darauf achten, dass ich auch 90 Grad bleibe. Das ist bestimmt wichtig, oder? Weil ich ziehe Mit mich den da. Knien? Ja. Nein. Du Also kannst kann ich nämlich mich ein jetzt, bisschen näher wenn du ziehen? zunehmend nach vorne kommst, läufst du mit dem Gesäß weiter nach hinten. Ja. Ja, lauf ruhig mal weiter nach hinten. bis Dann du habe ich aber merkst- keine 90 Grad mehr, ne? Das ist klar. Ja, ja. Das ist auch nur am Anfang. Jetzt verstehe ich eine Frage. Ja. Die 90 Grad sind nur für die Ausgangsposition wichtig. Ah. Und hinterher können das gerne mehr sein. Ja? Schön atmen, darauf konzentrieren und vor allen Dingen hier nachgeben, im unteren Rücken nachgeben. Da, wo auch die Rückenschmerzen letztendlich meist zu fühlen sind. Da wollen wir diesen Hartspann beseitigen. Schön atmen, tief ein, tief aus. Und jetzt fangen wir mal langsam an. Du hältst dich fest, dass du keinen Millimeter mit dem Rumpf zurückgehst Ja. und ziehst mal mit den unteren Rückenmuskeln, zieh dich mal nach hinten, Wie steuere ich die denn an, die unteren Rückenmuskeln? indem du einfach versuchst, nach hinten mit dem Rumpf zu gehen. Ja, aber du hältst fest. Ich halte fest und Ja, du darfst dich keinen ich- Millimeter, Ja. kein Millimeter bewegen, Ja, ich weiß. einfach nur ziehen, Ja. dann loslassen und weiter nach vorne.
Geht das dann? Ja, es Ja, geht die Arme ein tatsächlich. bisschen, du kannst ja immer mehr die Arme beugen. Oder auch wenn das zu einfach wird und die Arme zu sehr gebeugt sein müssen, läufst du einfach noch ein bisschen weiter zurück mit dem Gesäß. Das mache ich nochmal. Okay? Und nochmal, du spannst wieder nach hinten, spannst nach hinten, aber ich halte keine dagegen. Bewegung, Ich keine halte Bewegung dagegen. Ja. zulassen, entspannst wieder, Ja. lässt locker und ziehst dich weiter nach vorne. Hier müsst es ziehen jetzt. Ja, nicht nur da, auch wie gesagt hier jetzt. Okay, das ist in Schenkeln. Ordnung. Aber immer darauf achten, egal wo es zieht, es darf nicht mehr ziehen, als gerade noch positiv gut erträglich ist. Ja? Und noch ein letztes Mal, du ziehst wieder, Aber irgendwas überstrecken kann ich lässt dadurch locker nicht. und ziehst dich weiter nach vorne. Nein, überhaupt nicht. Wenn du es langsam machst, wenn du reinfühlst, alles gut. Okay. Und dann langsam wieder rauskommen. Oh ja, das ist Und jetzt machen wir zum Schluss noch eine Spezialübung. Und die besteht darin, dass du auch entspannt im Ausruhen was gegen den Rückenschmerzen machen kannst. Und dann nimmst du entweder einen Rückenretter oder du nimmst ein paar Bücher, die du einfach übereinander stapelst. Was machst du mit diesen Büchern? Du liegst wie der René, jetzt drück mal dein Gesäß hoch vom Boden und dann legst du dir unter das Kreuzbein, fühl mal selbst, René, wo ist dein Kreuzbein? über dem Steißbein? Ja, Steißbein fühlt man ja und da oben drüber direkt ist das Kreuzbein. Und damit legst du dich dort drauf. Und dann streckst du langsam die Beine und fühlst mal rein. Ja. Und jetzt sollte die Spannung fühlbar sein. Die Spannung solltest du hier und hier vor allen Dingen fühlen. Und das Tolle ist, jetzt dehnst du genau den Muskel, der unserer Erfahrung nach ganz, ganz häufig was mit einem Rückenschmerzen im unteren Bereich zu tun hat, nämlich den Hüftbeuger. Und ohne was zu tun. Du kannst lesen, du kannst Fernsehen, du liegst einfach da. Jetzt üb mal, das heißt, bleib mal liegen, beziehungsweise nutz doch mal die Zeit, um dieses Video zu teilen, weil so viele von deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen und Kollegen und so weiter haben auch Rückenschmerzen. Bitte teil's mal bei denen. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Gas in dieser Übung, nämlich du liegst so und allein das dehnt schon ganz viel. Aber jetzt machst du Folgendes. Jetzt versuchst du mal, deinen linken und rechten Fuß und deine Schultern abzuheben. Aber nur den Versuch starten. Dann wirst du merken, das entlastet sich alles. Ja, aber den Versuch starten, nicht schweben. Das ist Also die Füße, gut, dass es eben nicht so gemacht hat, wie ich es wollte, die Füße sollen nicht abheben. Die sollen nur kurz davor sein, abzuheben. Dass es nicht eine Bewegung gibt. Und hier genauso. Du spannst an, spann mal langsam an und kurz vorm Abheben hörst du auf und entspannst wieder. Ist wieder Ausruhen angesagt, ja? Und das Ganze machen wir nochmal. Ganz langsam hochfahren, nicht plötzlich oder so ganz schnell, sondern ganz geruhsam hochfahren und wieder entspannen. Weil das bringt jetzt wieder den Muskeln bei, in dieser größeren Länge durch diese Dehnungsübung durch diese Dehnungsposition hervorgerufen, diese größere Länge wieder besser und lieber einzunehmen. Und nochmal, ein bisschen anspannen und wieder locker lassen. Alright. Und jetzt habe ich noch was für dich, nämlich unseren Ratgeber, unseren Schmerzfallratgeber Unterrücken. Da kannst du alles nochmal nachlesen. Klick hier oben und dann wird dir per E-Mail zugesendet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.